Ganz viele Patienten kommen zu uns, weil sie bemerken, dass ihr Gesicht altert. Das ist meistens nicht vor dem 40. oder eher sogar vor dem 50. Lebensjahr der Fall. Aber dann merken Patientinnen vor allem, aber auch Patienten, dass Weichteilgewebe im Gesicht absinken, dass sich hier so ein nerviges kleines Bäckchen bildet. Das kommt meist von dem Fettkörper, der abgesunken ist, dass die Lider hängen. Also Alterungserscheinungen einfach, oft gepaart mit Falten. Und diesen Leuten, die diese Sorgen haben, denen können wir heute mit größeren und kleineren Lösungen helfen. Angefangen beim Fadenlift, Lidstraffung, aber eben natürlich auch dem Facelift. Das Facelift, um das als Beispiel zu nennen, verjüngt ja das gesamte Gesicht. Das ist eine relativ umfangreiche Operation von etwa 2 bis 3 Stunden Arbeit. Oft wird das aber auch kombiniert, beispielsweise mit Lidstraffungen, Eigenfettunterspritzungen im Gesicht, um wieder etwas Volumen zu bekommen, oder beispielsweise auch eine Halsfettabsaugung oder Straffung. Dann können solche Operationen schnell auch 3, 4 Stunden lang sein. Die Operation wird natürlich bei uns in Vollnarkose durchgeführt und die Patienten bleiben immer 1 oder auch 2 Nächte, je nach Umfang der Operation. Es ist also eine umfangreiche Operation, über die man vor allem wissen muss, dass man etwa 4 Wochen lang die Folgen der Operation sieht. Das ist extrem wichtig zu wissen, weil man das deshalb gut planen muss. Aber nach diesen 4 Wochen ist das Ziel, dass wir ein junges und dynamisches Gesicht haben und dass man eben die Folgen dann, auch die Narben, nicht mehr sehen kann. Das Ziel eines Facelifts bei uns ist, dass unsere Patienten die gleichen Menschen bleiben sollen. Also das Aussehen soll sich gar nicht verändern. Sie sollen genauso aussehen wie vorher, nur etwas jünger, dezent, frischer, einfach ein vitalerer Gesichtsausdruck. Für mich ist es total wichtig, dass hierbei keine Fratzen entstehen. Wir kennen das aus Hollywood und aus dem amerikanischen Stil des Facelifts. Wir sind wesentlich mehr über Bande. Wir versuchen den Effekt wesentlich vorsichtiger und sanfter herzustellen, weil das einfach nicht so gewünscht ist, dass man so eine starke Veränderung sieht. Da gibt es natürlich 1000 Möglichkeiten, viele Kombinationen von Operationen, die uns ermöglichen, genau dieses Ergebnis zu erreichen. Aber das ist uns in der Praxisklinik am Rosengarten extrem wichtig. Wir haben mit den Facelifts von Anfang an eigentlich relativ schnell sehr gute Erfolge gehabt. Wir haben aber die Technik tatsächlich über die Jahre auch angepasst. Wir haben zurückgegriffen auf Techniken, die uns neu vorgestellt wurden, haben das kombiniert mit alten und guten Techniken, die wir schon kannten. Und herausgekommen ist quasi so ein Cocktail an verschiedenen Dingen, die wir uns überall so ein bisschen zusammenstibitzt haben. Und im Grunde genommen muss man sagen, ist diese Technik, wie wir sie machen, gar nirgends beschrieben. Das ist keine Standardtechnik. Deswegen glaube ich, dass wir da sehr, sehr gut sind, weil wir das Beste von den besten Techniken gewählt haben, um unseren eigenen Stil zu entwickeln. Und wir schaffen es über diesen Weg, die Ergebnisse der Patienten recht konstant und gut hinzubekommen und vor allem die Narbe sehr, sehr geschickt verschwinden zu lassen, dass man die gar nicht sieht, weil das ist das Schlimmste, wenn man nach so einer Operation eine Narbe sieht.